Du denkst, mit der Bahn durch Deutschland zu fahren ist anstrengend? Dann warst du noch nicht in Indonesien. Auf Sumatra gibt es weder richtige Zugverbindungen noch Autobahnen. Und die Insel ist größer als Deutschland. Hier von einem Ort zum anderen zu kommen, ist meist keine Sache von Stunden, sondern Tagen. Ja, hier in die Richtung wird es irgendwo sein. Noch 22 Stunden. Wir sind 6 Wochen lang durch Sumatra gereist und hatten so einige verrückte Fahrten. Now this is proper Indonesian style. 3.500 Kilometer waren wir mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln unterwegs. In diesem Video zeigen wir euch, wie man mit kleinem Budget abseits der Touristenpfade ein Abenteuer erlebt. Wer auf Sumatra reisen will, muss vielleicht etwas Geduld mitbringen, aber wird am Ende dafür belohnt. Versprochen. Bist du aufgeregt? Ja. Wir starten unsere Reise auf der kleinen indonesischen Insel Karimun. Von Singapur aus ist sie nur etwa 1 Stunde entfernt. Von dort aus wollen wir in den Dschungel, im Norden von Sumatra. We like to go with the ferry to Medan. Medan from here, 6 Augustus. Yeah. Sunday. Sonntag. Okay, das ist erst in 3 Tagen. Die Tickets nehmen wir trotzdem schon mit. This is our ship. Yeah, shit. Are you sure? Take economy ticket? An Bord der MS Kelut gibt es 2 Klassen. Die erste Klasse mit einer eigenen Kabine und die zweite Klasse, die wir gebucht haben, mit eigenem Bett. Klingt doch luxuriös, oder? So bin ich auch noch nie auf eine Fähre gegangen. Ich bin schon viel Fähre gefahren, aber noch nicht so. Aber erstmal müssen wir unsere Betten finden. Okay. Müssen wir mal gucken, wo wir sind. Na, das ist unser Bett, glaube ich. 409 irgendwas. 409B. Ja. Ja, in die Richtung. Dann. Deck vor ist richtig. Lassen einmal nach hinten durchgehen. Ja, hier in die Richtung wird es irgendwo sein. Thank you. Okay. This one. Oh, this one is one. Okay. Noch 22 Stunden. Dann sind wir in Sumatra. Manche reisen hier mit richtig viel Gepäck. Die Familie neben uns hat mehrere große Koffer und Pakete dabei. I saw you with the big packages. Yes. What are you transporting? Clothes. Oh, clothes. Oh, wow. So Clothes. you're My child, school in the house. you're moving, Yes. kind of. Yeah. Okay. I'm moving. Yeah. That's a big adventure, huh? Yes. Fun Fact: Das Schiff wurde in Deutschland gebaut. Eine Flotte von über 25 Schiffen aus derselben Werft verbindet das indonesische Inselreich. Und weil wir durch das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung auf der Welt fahren, gibt es an Bord sogar eine Moschee. Wenn ihr mehr von unserer Reise sehen wollt und wen wir alles so treffen, dann schaut in der ARD-Mediathek vorbei. Auf der Seite der Young Adventurers ist unser ganzes Abenteuer als 90-Minuten-Doku verfügbar. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung.
Eigentlich hatten wir einen ganz guten Platz hier erwischt, der auch relativ ruhig war, aber der ist genau auf dem Weg zur Kantine. Klar, vielleicht hätten wir in einer Kabine ein bisschen mehr Ruhe gehabt. Aber mehr Bekanntschaften schließt man definitiv in der Economy-Klasse. Nach einem Tag auf dem Meer freue ich mich aber auch wieder Land zu sehen. Wir können uns auf jeden Fall nicht vorwerfen lassen, dass wir die einfache Tour gewählt haben. Wir haben Medan, die größte Stadt auf Sumatra, erreicht. Für lange Strecken kann man von hier aus den Reisebus nehmen. Der fährt auch gerne mal 24 Stunden nonstop. Damit spart man sich für eine Nacht das Hotel, schläft aber eher weniger. Neben einer Klimaanlage und Bordtoilette gehört auch eine Raucherkabine mit zur Ausstattung. Lecker! Unser nächstes Ziel am Rand des Dschungels ist Tangkaan. Diesen kleinen Ort erreichen wir aber nur mit dem lokalen Minibus. Tangkaan! Auch dieser Bus raucht nicht nur aus dem Auspuff. Buddy, der Fahrer, zündet sich eine Zigarette nach der nächsten an. Ist ja noch ganz schön leer, der Bus. Ja, Glück gehabt, oder? Vielleicht kommen noch welche. Wer mitfahren möchte, winkt einfach und Buddy fährt links ran. Jeder Fahrgast mehr bedeutet für ihn auch mehr Geld. Die Minibusse haben meistens nur 2 feste Haltestellen. Das Startterminal und die Endhaltestelle. Nach einigen Stopps sitzen 20 Leute im Bus. Hier wird kein Platz verschenkt. Nicht mal auf dem Dach. Gleichzeitig ist Buddy nämlich auch noch Paketbote. Wie Buddy noch etwas sehen kann, ist uns langsam ein Rätsel. Wir müssen ihm wohl blind vertrauen. Jetzt wird's langsam schon dunkel. Je schlechter die Straße wird, desto leerer wird auch der Bus. Ich glaube, wir müssen so ungefähr noch eine halbe Stunde fahren. Oh nee. Klar, mit einem privaten Fahrer wären wir vielleicht schon längst am Ziel. So viel erlebt hätten wir dann aber nicht. Für umgerechnet 12 € hat Buddy uns sicher ans Ziel gebracht. Bye, Buddy. Während wir uns direkt auf den Weg ins Bett machen, fährt Buddy heute noch die ganze Strecke zurück. Am nächsten Morgen wachen wir im grünen Herzen von Sumatra auf. Jamin und Kanu nehmen uns tief mit in den Dschungel und wir verbringen eine Nacht im Zelt. Warum wir in dieser Nacht beinahe abgesoffen wären, erfahrt ihr in unserer Doku in der ARD-Mediathek. Ganz ehrlich, nach der Tour waren wir echt fertig. Und dann kommt man an so einen Punkt auf der Reise, wo man zwischen Kosten und Effizienz abwägen muss. Wir entscheiden uns diesmal für die kostspielige, aber auch schnellere Variante. Deshalb engagieren wir Ratno. Er fährt uns für umgerechnet etwa 180 € in 2 Tagen einmal auf die andere Seite von Sumatra. Sprit und Unterkunft sind mit drin. Die Strecke ist eigentlich nicht besonders lang, aber für 360 Kilometer braucht man in Indonesien einiges an Geduld und Zeit. Selbst wenn die Straße mal frei ist, kommen wir hier selten über 40 km/h. Like adventure. That's it. We have done it. Ratno. Thank you. Yeah, you're welcome. Okay. Thank you so much, Fabio. Was man hier tatsächlich selten sieht, sind Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Hier scheint man sich einig zu sein. Das beliebteste Fortbewegungsmittel ist der Roller. Now this is proper Indonesian style. Das geht hier tatsächlich auch mal ohne Helm, besser ist aber mit. Okay, no running. Oh no, no problem. No problem. It is a problem. I don't want to kill myself. Einen Roller zu mieten ist kinderleicht. Vor allem, weil nie jemand unseren Führerschein sehen wollte. Nee. Ich
fühle mich super sicher mit meinem kaputten Hello Kitty Helm, der gar nicht richtig zugeht. Wer meint, hier auf deutsche Verkehrsregeln bestehen zu müssen, ist eh falsch. Man fährt einfach rücksichtsvoll mit dem Flow. Typisch indonesisch. Okay. One and only. Fühlst du dich sicher mit mir? Ja, ich fühle mich überall sicher mit dir. Nach ein paar Wochen fährt Eike schon fast wie ein Indonesier. Nur beim Abbiegen denkt er wäre noch in Deutschland. Boah, Eike, stopp, du bist in der falschen Spur. Digga, hier ist immer noch Linksverkehr. Passiert immer beim Abbiegen. Oh Mann, ey. Rollerfahren ist perfekt, um die Umgebung zu erkunden. Und außerdem recht günstig. 5 bis 10 Euro pro Tag kostet die Miete. Der Fahrtwind kommt uns auch sehr gelegen. Warte mal. Was ist los? Platten. Oh nö. Ah, scheiße. Und nun? Was machen wir jetzt? Wenn ihr sehen wollt, wie wir den Roller wieder fit gekriegt haben, ihr kennt das Spiel. Geht in die Mediathek. Wer Indonesien mit mehr als 50 km/h bereisen will, ist schon ziemlich abgehoben. Und auch wir haben uns nach etlichen Stunden in klapprigen Bussen und auf vollen Schiffen etwas Luxus verdient. An 5 Tagen in der Woche ist dieser Flughafen in Betrieb. Meistens aber nur für eine Maschine. Okay. Weight of your body. Mein Luggage. 66. Handgeschriebene Boarding Pass hatte ich auch noch nicht. In der kleinen Propellermaschine ist gerade mal Platz für 12 Passagiere. Bist du aufgeregt? Ja. Ich auch. So bin ich auch noch nie geflogen. Ich auch nicht. Dieser Blick ist unbezahlbar, hat aber tatsächlich nur 140 Euro für uns beide gekostet. Das war jetzt nur ein kleiner Teil von unserer großen Reise. Den ganzen Film gibt's in der ARD Mediathek. Ihr wisst schon, die hier.